Die letzten 10 Spiele in Liga 3, die letzten 10 Spiele in EA FC 24. Wir werden heute insgesamt 3 Spiele machen, und zwar 2 Live-Spiele. Das erste jetzt hier gegen Erzgebirge Aue, dann gegen Rot-Weiß Essen, das wird simuliert. Und danach machen wir noch ein Live-Spiel. Und zwar ist das dann gegen den FC Ingolstadt. Danach, im nächsten Part, habe ich mir überlegt, da können wir ja ruhig 2 Spiele live machen. Das wäre dann gegen Dresden, gegen den zweiten. Oh, da ist die Duisburg-Fahne im Weg, ich sehe nichts. Und dann gegen Saarbrücken, das ist der dritte bislang, also der drittplatzierte. Das könnten wir ja auch live spielen, also 2 Live-Spiele in einem Video. Ich bin sehr, sehr gespannt. So ist erstmal der Plan. Und ich glaube, ich werde das auch machen, weil danach haben wir dann noch 4 Spiele im Juni und dann nochmal gegen Waldhof Mannheim im Juli. Das wird ja sowieso gespielt. Und dann war's das. Rien ne va plus. Das war's dann. Und dann geht's los mit EA FC 25. Verein steht ja schon fest. Ich gehe mal davon aus, dass Preußen Münster das gemacht hat. Dann freuen wir uns auf eine schöne Zweitligamannschaft, Aufsteiger. Ich bin vollen Mutes, dass wir da auch diverse Erfolge feiern werden. Oder zumindest erstmal die Klasse halten. Das ist, glaube ich, erstmal das Ziel mit so einem Aufsteiger. Ja, aber mal gucken, wie sich die Dinge entwickeln. Vielleicht schlagen wir ja voll ein, unsere Neuzugänge, unsere Jugendspieler, die wir dann aus fernen Ländern holen. Von den Fidschi-Inseln oder was weiß ich, da gibt es ja jetzt auch viel mehr Länder zum Scouten. Achtung, der geht rein! Oder auch nicht. Oh, das war knapp. Da würde ich gerne nochmal die Wiederholung sehen. Der war wirklich sehr, sehr knapp. Aber leider nicht mit vollem Umfang hinter der Linie. Schade, sonst hätte es hier 1-0 gestanden. Aber Aue kommt. Ich weiß nicht, ob die hier noch aufsteigen können. Ich glaube, die stehen auch irgendwo oben mit dabei. Von daher ist das auch eine sehr, sehr wichtige Partie. Nicht nur für uns, sondern auch für die anderen. Die lassen uns aber vorne ganz schön viel Platz. Also wir haben vorne ganz schön viel Raum. Apropos Raum, unten Atiaga. Doppelpass vielleicht mit Piazza, wenn er durchläuft. Ja, schön gemacht. Komm, Quinones oder Antuna in der Mitte. Hätte den fast bekommen. Oh, Diekmeyer läuft erstmal wieder 3. Was macht er denn da? Was macht er denn für einen Bogen? Das ist ja Wahnsinn. Erst braucht er so lange, bis er zum Ball geht, und dann macht er so einen Bogen, damit er den Ball bloß vom Seitenaus rettet. Naja, egal. Den Ball haben wir eh gleich wieder zurück, wollte ich gerade sagen. Das Pressing, das funktioniert ja besonders in den letzten Spielen eigentlich richtig, richtig gut. Und der Ball, der muss ankommen. Richtig gut. Piazza dauert ein bisschen zu lange und Ginczek. Ginczek wäre zum Beispiel einer, den können wir uns vielleicht merken für unsere Preußen-Münster-Karriere. Wobei ich glaube, da gibt es auch noch ein paar bessere. Je nachdem, wie viel Geld wir haben, ne? Und wie hoch die Stärken sind der Spieler, die wir dann schon da haben. Aber ich bin auch echt mal gespannt auf dieses neue Jugend-Scout-System. Weil es gibt da jetzt, wie gesagt, viel, viel mehr Länder. Auch so in Ozeanien, Asien und in Europa. Achtung! Nächste Chance. Aber es gibt nicht Elfmeter, oder? Nee, das ist hier nochmal wegen dem Foul. Das finde ich wirklich eine schöne Neuerung, dass man jetzt in mehreren Ländern, also auch in den Bereichen der Erde, wo das vorher nicht ging, zum Beispiel halt in Ozeanien oder auch in Afrika, weiß ich gar nicht, da gab es auch nicht so viele Länder. Es gibt halt jetzt viel mehr Länder und das finde ich schön. Das finde ich gut. Mal schauen, ob es dann am Ende auch für uns was bringt, ne? Das ist dann immer die zweite Frage. So, wann fällt jetzt hier das 1-0? Wir haben eine halbe Stunde gespielt, wir haben schon wieder Chancen für 3 Spiele gefühlt. Aber wir machen sie leider nicht. Vielleicht sind wir ja rechnerisch sogar schon nach dem Spiel gegen Ingolstadt aufgestiegen. Dann hätten wir ja nur noch 7 Spiele übrig. Dann müssten wir aber 21 Punkte Vorsprung haben. Mal gucken, ob wir es bis dahin schaffen. Jetzt kommt erstmal Bär. Oh, schön. Aber Angulo ist dazwischen. Jetzt aufgepasst. Haha, so macht man das. Zack, auf dem Bierdeckel ausgespielt. Auch mit dem Drittligaverein geht das. Wenn man sein System durchzieht. Zack, perfekt. So. Jetzt den Ball noch nach außen kriegen. Nee, natürlich nicht. Ausgerechnet dann, weißt du, so schön hinten rausgespielt und dann sowas. Oh, war kein Foul, sonst wird hier jeder Foul-Kontakt oder jeder Kontakt wird direkt als Foul gepfiffen. Ja, das ist einfach so ein dynamisches Spiel, da will der Schiri jetzt nicht unbedingt immer dazwischen grätschen, im wahrsten Sinne des Wortes, pfeifen. Und ganz oben Diekmeyer, ja natürlich, den wollte ich auch anflanken, Diekmeyer. Der will auch nochmal auf seine letzten Tage hier, auf seine letzten Spiele. Ich glaube, der wird dann auch irgendwann den Fußballschuh an den Nagel hängen.
Aber bis dahin gibt er noch 110% in jedem Spiel, selbstverständlich. So, und das meine ich. Schnell umschalten, aber dann verließen sie ihn. Diekmeyer. Wo ist Ginczek? Ja, wo ist Ginczek? Da wäre er gewesen, aber leider an der falschen Position. Ja, dann nochmal durch den Eckball. Gustafsson, Antuna kommt ran. Da ist Fröde! Um Gottes Willen. Ganz, ganz knapp vorbei. Schöner Schuss als Aufsetzer und dann... Oh, da passt keine Bildzeitung mehr dazwischen. Schade. Schade, schade. Er hätte ein Tor verdient gehabt. Wir haben bestimmt wieder 10 oder 11 Schüsse, gehe ich von aus. Aber halt leider noch kein Tor. Jetzt kommt Sijaric. Mensch, diese Duisburg-Fahne, wer hat die eigentlich hier zugelassen? Die stört maximal, ey. Das ist ja krass. Also wenn ich da den entscheidenden Zweikampf verliere, dann gnade euch Gott. Aber bislang überhaupt gar keine Probleme. So, Halbzeit, 0-0. Ja, geht auf ein Tor, ne? Also klar, Aue am Anfang auch 1, 2 Schüsse, aber wir müssen hier längst führen. 1, 2-0. Ich möchte gar nicht auf die Statistik gucken. Ach Gott, 8, 2, 1 Schüsse. Ist ja doch human. Wir hatten ja schon Spiele, da hatten wir schon 12 oder 13 Schüsse. So, aber irgendwann, hier wird sich auch irgendwann die Lücke ergeben. Irgendwann passt Aue auch einmal nicht auf. Und irgendwann schießen die dann auch mal den Ball ins Tor, anstatt immer neben das Tor. Ja, oder es kommt ganz anders. Danhof, da ist Seitz, gut mit verschieben. Schöner Ball, da haben wir Bär. Mit Diekmeyer zusammen und Angulo ist dazwischen. Gustafsson, guck hier. Jetzt gehen sie ins Pressing rein. 4, 5 Mann. Und wenn wir uns da irgendwie befreien mit 1, 2 direkten Bällen, dann haben wir normalerweise eigentlich vorne Platz. Normalerweise. Sag ich ja so. Nächste Chance. Piazza. Quinones wollte ich jetzt eigentlich mal anspielen. Da ist er. Und jetzt Fröde. Ja, der hat Platz, aber natürlich ist da auch wieder ein Fuß dazwischen. Das ist die wahre Pracht. So. Wir haben noch nicht so auf eine Eckbällen getroffen. Haha, kaum sah ich, schon passiert. Wieder der Keeper dran, aber diesmal geht der Ball ins Tor. Quinones schraubt weiter an seinem Torekonto. Saisontor Nummer 24, 25 müsste das jetzt sein. Der hat ja gleich noch die Chance gegen Ingolstadt, das nochmal ein bisschen zu erhöhen. Aber weißt du, kaum sag ich's, ey. Schon Zufall, aber den kannst du auch halten. Der kommt ja direkt auf den Keeper zu. Ist aber nicht Martin Mennel. Es ist der Lord. Drachenlord? Rainer Winkler oder wie? Oder Niklas Bentner. Der war ja auch der Lord. Sucht euch aus, wer es war. Auf jeden Fall steht es 1-0 für uns. Heißt also ein weiterer Schritt in Richtung Aufstieg. Der dann hoffentlich, also der wird auf jeden Fall vor dem letzten Spieltag dann feststehen. Fragt sich nur wann. Fragt sich nur wann wir hier offiziell den Haken hintermachen können. Ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern. Nächste Chance und genau so Situation wollte ich. Ausgekontert. Antuna gegen Lord Antuna. Und der Lord ist da, wenn man braucht. Der hat auf jeden Fall 99 Reflex, aber jetzt nach dem Eckball, da wird er das zweite Tor kassieren. Und zwar jetzt nämlich. Noch nicht. Aber gleich. Ich habe das im Gespür. Gleich wird es 2-0 stehen. Diekmeyer jetzt kommt eine schöne Flanke, auch durch die Duisburg-Fahne. Da gibt es ja Freistoß. Böse Grätsche da. Jakob wird wahrscheinlich jetzt gelb bekommen. Oh, den können wir auch mal direkt schießen. Mit Quinones, mit dem Außenriss. Das machen wir. Mit dem Außenriss. Ob das klappt, schauen wir mal. Quinones, 3 Balken voll. Auf geht's. Quinones! Pfosten. Ja, es geht. Er wäre auch fast reingegangen. Schade, naja, aber dafür... Oh Gott, wo ist denn die Verteidigung? Gustafsson. Der trifft eigentlich auch nie, aber wenn er dann trifft, da muss das natürlich auch in den Köpfen der Fans bleiben. Wahnsinn, was für ein Hammer. Der schießt besser als manch ja, internationaler Star oder Bundesliga-Star oder aus der Premier League. Das ist halt Wahnsinn. Hier in der 3. Liga rotzt der einfach mal so einen raus. Schade, jetzt habe ich nicht geguckt, wie viele Saisontor, aber der hat nicht viel. Vielleicht 2 oder lass es sein erstes sein.
So, und jetzt ist genau das wieder da und das tritt auch ein, was ich gesagt habe. Irgendwann lässt die Kraft halt nach, irgendwann lässt der Gegner Chancen zu. Die können bis zu einem gewissen Grad mithalten, aber irgendwann setzt sich halt die Qualität durch, ne? Das ist halt besonders in Liga 3 so, das merkst du halt. Und gerade wenn du so Spieler hast, so wie wir. So, nächster Angriff. Gustafsson, Ginczek hat noch nicht getroffen. Jetzt schöner Ball. Oh, könnte abseits sein. Da ist wieder diese eine Zehntelsekunde zu spät, ey. Schade. Schade, schade. Hätte ein Tor verdient gehabt, auf jeden Fall. Sijaric, da ist Bär. Kein Abseits. Und jetzt ist es da. Der Anschlusstreffer. Ich wollte sagen, das ist doch Abseits. Das war bestimmt im richtigen Moment abgespielt. Da schaue ich jetzt auch nicht nach, ob das Abseits war oder nicht. Nur noch 1:2. Aue kommt ran und zwar über Schwirten. Der ist, glaube ich, gerade erst reingekommen. Bestimmt sein erstes Saisontor. 100%ig. Würde ich jetzt so raten, ohne vorher nachgeschaut zu haben. Das heißt, wir müssen nochmal hier ein... Alter, was ist denn da los? Rote Karte. Ah, oder gelb-rot. Hatte der schon gelb? Seitz? Nee. Sean Seitz geht einfach hinten schön in die Knochen rein. Mensch, wir müssen Montag wieder alle arbeiten. Guckt euch das mal an, ey. Ja, es ist vielleicht ein bisschen zu weit. Wir machen das mal so. Ach so, nee, so wollte ich das nicht machen. Aber gut, dann schießen wir mit Fröde. Warum nicht? 45 Meter. Hätte ja auch reingehen können. So, jetzt ist Erzgebirge auch nochmal gefragt. Eine Viertelstunde noch. Aber 3 Punkte, das wären echt... Wäre schön, wäre wichtig. Umso schneller haben wir den Aufstieg dann unter Dach und Fach. Wie man ja so gerne sagt. Ginczek gegen Burger. Den Burger wird er sich auch nehmen, wenn das Spiel dann vorbei ist wahrscheinlich. Und wieder Gustafsson. Ja, der will nochmal, aber diesmal klappt es nicht so gut. Ist der Linksfuß? Weil mit links hat er ja getroffen. Deswegen war die spontan überlegen, ob der nicht doch vielleicht Linksfuß ist. Naja, soll am Ende des Tages auch egal sein. Ich glaube, wir werden das Spiel gewinnen, auch wenn es jetzt noch 10 Minuten sind. Oder 12 Minuten mit Nachspielzeit. Aber ein drittes Tor hätte ich doch schon noch gerne. Das wäre nochmal ein bisschen beruhigender. Und das machen wir jetzt. Und zwar über Daniel Ginczek. Und da ist die Entscheidung, was immer da auch der Keeper gemacht hat. Aber jetzt hat auch er sein Tor. Sehr, sehr schön. Zack, 1, 2 Mal direkt gespielt und Ginczek, was immer da auch, wie gesagt, was der Keeper da macht, weiß ich nicht. Läuft erstmal auf der Stelle, dann macht er das kurze Eck auf. Und das ist so wie bei mir. Wenn ich den Torhüter rausholen wollte, gerade bei der Hertha-Karriere auch, dann ist er auf der Stelle gelaufen und ist einfach nicht vorwärts gekommen. Und da hast du dann schon gesehen, ah ja, der Ball geht jetzt rein. Das sind zum Beispiel auch Indizien dafür, dass ein Ball reingeht. Ja, oder wenn der Ball vorher durch den Fuß durchbackt oder durch den Schenkel oder keine Ahnung. Das sind dann auch so Indizien, die dann vorher beweisen, dass der Ball reingeht. Egal bei wem, ob es jetzt bei mir oder für den Gegner ist. Das ist immer so. Müssen wir mal ein bisschen drauf schauen. Ginczek kriegt da den. Nein, zu Quinoni ist hoch. Das wäre ein schönes Ding gewesen. So. Und Bea Reyes. Nein, 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 nein. Das ist ja schon fast unfair hier. Reyes, da braucht er gar nicht mal in den 6. Gang schalten. Also, Sieg ist unter Dach und Fach. Ersten 3 Punkte dieser Folge. Und gleich gibt es ja noch das Spiel gegen der FC Ingolstadt. Das machen wir auch live. Dann wird es halt eine XXL-Folge, aber so what? Würde ich sagen, weil danach gibt es halt noch ein paar Spiele, die ich simuliere. Und danach ist noch das letzte Spiel gegen Waldhof Mannheim. Das werde ich auf jeden Fall live spielen, weil dann gibt es wahrscheinlich die Pokalübergabe. Die Meisterschale, den Meisterpokal. In der 3. Liga gibt es ja einen Meisterpokal. Und dann sind wir da sehr, sehr gespannt. Also, das Ding ist durch. 3-1. Weitere 3 Punkte auf dem Weg in Richtung Liga 2. Ist halt nur noch eine Frage der Zeit. Gerade Halbzeit 2 war sehr, sehr dominant und von daher machen wir direkt weiter. 17 Schüsse waren es dann am Ende. Dresden spielt wieder unentschieden. Das spielt uns also wieder in die Karten. Also sind wir dem Aufstieg jetzt noch ein Stück näher, je nachdem, was jetzt Saarbrücken macht. Oh, das ist ja schon fast uneinholbar. Vielleicht schaffen wir es sogar wirklich in diesem Part, dass wir schon rechnerisch aufsteigen. Wir gucken nach dem Spiel gegen Rot-Weiß Essen, rechnen dann nochmal. Wir gehen jetzt erstmal rein und werden das Spiel hier simulieren. Rot-Weiß Essen, auch so ein Verein,
Ich habe mal vor einer Zeit ein paar Videos geschaut, wo so Leute ihre Bundesliga... Oh, jetzt muss ich erstmal aufs 1-0 gucken. Hier, Antuna, bevor ich weiter erzähle. Das ging ein bisschen zu schnell, auch für Rot-Weiß Essen. Perfekt. Schöner Frühstart, wo Leute ihr Ranking gemacht haben, welche 18 Vereine sie in der Bundesliga haben wollen. Rot-Weiß Essen wurde da auch sehr, sehr oft genannt. Also ich finde Rot-Weiß Essen schon von der Stimmung her, von der Atmosphäre her, auch ein alter Traditionsclub. War auch in der Bundesliga mal gewesen, aber ist auch schon Jahre her. Aber zumindest in der zweiten Liga, warum denn nicht? Ich weiß nicht, wie es diese Saison aussieht. Dumbuya mit dem Ausgleich erstmal, 16. Minute. Es wird ein torreiches Spiel hier. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Mal gucken, wer jetzt das nächste macht. Aber das ist auch so ein Verein, der müsste eigentlich wieder in die zweite Liga. Aber mal gucken, vielleicht die nächsten Jahre, wenn sie sich jetzt mal ein bisschen etablieren in Liga 3, vielleicht ist ja da was möglich. Diese Saison glaube ich eher nicht. Da sind, glaube ich, andere Mannschaften oben. Dresden, Aue ist, glaube ich, oben mit dabei. Saarbrücken wird auch wieder eine gute Rolle spielen. Dann natürlich die Absteiger. Wien Wiesbaden gehe ich von aus. Hansa Rostock ist noch nicht so im Flow. Sandhausen vielleicht, die waren auch letzte Saison bis eigentlich kurz vor Schluss oben mit dabei. Oder waren Aufstiegsfavorit letzte Saison als Absteiger. Naja, werden wir dann mal sehen. Die waren ja auch unter anderem mit in der Verlosung hier, dass ich bei EAFC 25 eine Karriere starte. Aber wie gesagt, Preußen Münster hat sich da durchgesetzt. Und das ist auch eine super Herausforderung. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, ob wir hier den zweiten Sieg holen. Ja, wir sind vorne 3-3. Schöne Einzelaktion. Und natürlich Quinones, wie gegen Aue, schraubt er auch hier nochmal sein Tore-Konto ein bisschen nach oben. Wie viele Tore er hat, ne, kann man jetzt nicht sehen, ne? Ne, hier sehen wir nur die Strategie. 4-1, auch mal interessant. Langer Ball, direkte Pässe. Ja, die Statistik spricht eigentlich für RWE, aber das Ergebnis steht oben in der Mitte. Grün auf Grau. Und das ist das Entscheidende. Alles andere juckt nicht. Da facht niemand mehr hinterher. Aber Essen, die starten ja auch auf dem 10. oder 11. Platz, also einen gesicherten Mittelfeldplatz. Ist auch nicht so leicht zu bespielen, aber welche Mannschaft ist das schon? Und gerade in der dritten Liga, da ist das so ausgeglichen. Achtung, aber abseits. Wollte ich gerade sagen, da stand der 10er doch. Der Eisfeld ein bisschen weit vorne. Und Ginczek mit der nächsten Chance. Direkt im Gegenzug. 3-1 zu einem richtigen und wichtigen Zeitpunkt. Nach einer Stunde, gerade als Rot-Weiß Essen vielleicht ein bisschen stärker wurde, den Ausgleich vermeintlich gemacht hat, jetzt das 3-1 durch Ginczek. Und das dürfte vielleicht schon sowas wie die Vorentscheidung sein, auch in dem Spiel. Schauen wir nochmal. Ginczek. Schade, der Pass auf Antuna, der wäre es natürlich gewesen. Ginczek, der muss gleich wieder unter das Sauerstoffzelt, ob er gegen Ingolstadt oder bis Ingolstadt fit wird. Schauen wir mal. Sollte er doch irgendwie hinkriegen, oder? Ich gehe mal fest davon aus, aber RWE kommt. Nächste Chance, Malagon. Hält das, was er halten muss. Und das, was er nicht halten kann, die waren halt immer unhaltbar. Die Bälle, gefühlt. So, noch 6 Minuten. Also der Sieg ist hier unter Dach und Fach. Da gibt es jetzt nichts mehr dran zu zweifeln. Jetzt rechnen wir gleich mal in der Tabelle aus, wann wir denn aufgestiegen sind. Nach welchem Spiel. Vielleicht ja sogar schon nach dem Spiel gegen Ingolstadt. Vielleicht erleben wir jetzt gleich live und hautnah auf dem Platz mit, dass wir aufgestiegen sind. Wir machen aus 3 Schüssen 3 Tore und Rot-Weiß Essen braucht 7 Schüsse für 1 Tor. Das ist halt der Unterschied. Der Qualitätsunterschied natürlich, wie gesagt. Darüber habe ich ja auch schon häufiger gesprochen. So, spulen wir vor gegen Ingolstadt. Vielleicht das Spiel, das uns dann den Aufstieg bringt. Auch rechnerisch. Vielleicht sind wir schon aufgestiegen. Wir haben jetzt noch 8 Spiele. 8 mal 3 sind 24. Das heißt 52. Ja, wenn wir das Spiel gewinnen, sind wir aufgestiegen. Ne, wir haben jetzt 22 Punkte Vorsprung. Genau, wenn wir das gewinnen, dann sind wir aufgestiegen. Also, ein Sieg noch bis zum Aufstieg in Ingolstadt. Das wäre sehr, sehr schön. Machen wir es fest. Geht was an, also der letzte Schritt hier in Ingolstadt, wo ja schon unter anderem Eintracht Braunschweig mal aufgestiegen ist. Aber ist auch schon ein bisschen her, 2012, 2013 in der Saison war das, glaube ich. So, ich hatte jetzt gerade wieder ein kleines Problem mit dem Spiel selber. Es sind nämlich ein paar Leute auf Länderspielreise, also hier unsere Mexikaner. Deswegen spielt jetzt Mai und auf der linken Seite spielt Kölle. Dazu, glaube ich, im Mittelfeld
Zenger und Push. Die ersetzen also unsere ganzen oder fast mexikanischen Freunde. Das habe ich aber gerade nicht selber machen können, weil es hieß dann, ja, die Spieler, die auf Länderspielpause sind oder Länderspielreise, die können nicht ersetzt werden. Und jetzt auf einmal geht das. War ein bisschen weird gerade. Naja, also schauen wir mal. Vielleicht lösen es ja auch die Leute, die heute zum allerersten Mal spielen. Push zum Beispiel, der hat noch nie gespielt. Aber Diekmeyer, das ist eine feste Größe. Und hinten Mai, der hat nur am Anfang mal 1, 2 Spiele gemacht, als die ganzen anderen Spieler noch nicht da waren. Kölle genauso. Und, oh, Ingolstadt kommt über Kostli. Das wird jetzt gefährlich zum ersten Mal. Achtung, Diekmeyer. So kommt das geklärt. Ja, Ingolstadt, die werden natürlich auch nochmal alles dagegen stemmen. Ich glaube, die haben nicht so viel Lust, dass die gegnerische Mannschaft auf ihrem Platz den Aufstieg feiert. Aber das ist uns egal. Ich möchte das so. Oh, Kölle, bisschen riskant. Oh nein. Oh, Ginczek. Ein Glück hat es da Vorteil gegeben. Wenn nicht, hätte es rot gegeben. Das wäre auch gerechtfertigt gewesen. Einfach die schöne Grätsche. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich mit der Grätsche noch irgendwie rankomme. Achtung, Ingolstadt kommt über Kajo. Und die Führung für Ingolstadt. Ja, so schnell geht das. Ein paar Leute von der Stammelf nicht mit dabei, sonst und schon brennt es hinten lichterloh in der Verteidigung. Ja, aber auch schön und schnell gespielt hier. Zack, Mai kommt nicht ran, Angulo steht auch irgendwie falsch und Malagon im Tor ist dann halt auch geschlagen. Mal kurz gucken, erstes Saisontor von Briang Kajo, ne, 6. Tor. 31. Spiel, so 1-0 Rückstand. Stand jetzt wären wir also noch nicht aufgestiegen oder wenn die Konkurrenz halt verliert, ne? Wenn Saarbrücken und wenn auch Dresden nochmal verliert, dann wären wir halt auch rechnerisch schon durch, aber es ist ja noch genug Zeit. Piazza Fröde, ja, spielt gegen seinen Ex-Verein. Diekmeyer, Piazza, das wird jetzt hier wieder so ein bisschen wie beim Handball. Ja, und wenn dann halt vorne, ah gut, hat noch gerade die gelbe Karte gegeben für Ginczek, habe ich mir gedacht. Aber vorne nur Handball spielen geht halt nicht. Wir müssen dann halt auch irgendwann mal einen Ball durchschieben. Antuna jetzt zum Beispiel über Ginczek in der Mitte. Oh, das wäre ein Ding. Piazza, nicht Fröde. Piazza! Ausgleich. Und schon sind die Verhältnisse wieder gerade gerückt hier. Weil wir es halt einmal schnell gemacht haben. Die Lücke war da. Ginczek diesmal wieder mit der Grätsche. Diesmal aber erfolgreich. Als Vorlage auf Piazza. Und der bleibt ganz eiskalt und netzt ein. 1-1. Hat gar nicht lange gedauert, ey. 8 Minuten und dann haben wir den Ausgleich hier egalisiert. Ginczek vorne, klar, der geht jetzt auch in viele Zweikämpfe rein. Der muss ein bisschen vorsichtig sein. Sonst kriegt er hier gelb-rot. Piazza, nächste Chance. Und Funk, hat er auch seine Rückennummer eigentlich auf dem Handschuh? Das hatten wir ja auch letztens mal. Ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel. Ginczek. Da hatte der Keeper seine Nummer nochmal im Handschuh, dass er es wahrscheinlich nicht vergisst, ne? Dass er nochmal schauen kann, sich vergewissern kann, welche Rückennummer er hat. So, aufpassen, das meine ich hier. Die Zweikämpfe, wenn der Gegner dahin fällt, gibt es halt sofort gelb-rot. Da kann Ginczek dann auch nichts machen. Außer es gibt Vorteil, dann hat er wirklich nochmal Glück gehabt. So, Mai gewinnt den Ball, Antuna. Piazza läuft unten durch, den hätte ich jetzt eigentlich gerne angespielt. Jawohl, Piazza und jetzt, komm, muss er abschließen. Und er macht's klassisch wieder Hausmeister. Ja, er schließt ab. Macht noch den Greedy vor den Ingolstadt-Fans und bringt uns in Führung hier. Und wieder Vorlage Ginczek hier. So ein ganz klassischer Wandspieler für die 3. Liga. Ich glaube, für mehr wird es nicht reichen. Ich glaube, in der 2. Liga wäre so ein bisschen verloren, würde ich meinen. Aber vielleicht ja auch nicht. Aber auf jeden Fall, wenn ihr vorhabt, mit einer 3. Liga-Mannschaft, mit einer Drittligamannschaft was zu machen, schaut mal bei Daniel Ginczek vorbei. Den kannst du eigentlich immer reinwerfen. Der macht seine Tore, der gibt seine Vorlagen, der stellt vorne den Körper richtig gut rein. Und gewinnt halt auch meistens fair seine Zweikämpfe. Das ist auch ganz wichtig. Weil dann ja, haben wir die Chance, schnell umzuschalten. Wie hier zum Beispiel. Piazza.
Pusch ist vorne. Kölle. Ja, durch die Beine geht leider nicht. Und Ingolstadt kommt. Die sind noch nicht geschlagen. Natürlich nicht. Die wittern ihre Chance, haben 4 Mann vorne, aber wieder Diekmeyer. Weiß genau, wo er stehen muss. Gutes Stellungsspiel. Da brennt hier nichts an. Ginczek. Ball laufen lassen, dann schnell nach vorne. Piazza. Ja, schade, auch der gewinnt nicht jeden Zweikampf. Ihr seht, auch das beweist nochmal, dass selbst wenn ihr Spieler habt, die von der Gesamtstärke her 10-mal besser sind als der Gegner, dass sie trotzdem auch das eine oder andere Mal hier abgefrühstückt werden. Ingolstadt kommt. Oh Mai, den hätte es auch eigentlich ins Auslassen gehen können, aber ein Ball für Malagon. Und jetzt sind es gleich noch 45 Minuten in Richtung Liga 2, bis es dann rechnerisch feststeht. Das, was sowieso schon seit Spieltag 3 oder 4 dann klar war, da können wir dann also einen Strich drunter machen. Aber erstmal müssen wir es noch spielen. Erstmal muss hier noch der Abpfiff erfolgen und wir müssen gewinnen. Dann steht es rechnerisch fest. Fröde, oh, Vorsicht. Mai ist wahrscheinlich auch für die Innenverteidigung immer mal ein Garant. Der ist groß gewachsen, bullig. Der da hinten jeden Ball quasi weghaut. So, 45 Minuten noch. Das ist auch hier wieder ein sehr, sehr dominantes Spiel, natürlich. Aber auch nur die 2-1-Führung. Ein drittes Tor würde dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Ruhe geben. Köpke versucht es gleich mal. Diekmeyer gegen Kostli. Oh, Diekmeyer, komm, dann muss er dazwischen. Warum macht er das nicht? Warum schafft er das nicht? Achtung, nächste Chance. Aber Mai stellt einmal den Fuß dazwischen. Sehr, sehr schön. So, Achtung, nee. Ich werde mich jetzt hier nicht wegschleichen. Das hat gegen 1860 schon nicht geklappt. Ich warte nämlich mit Piazza. Der kriegt nämlich auch so den Ball. So, Hackespitze 1, 2, 3 hier. 1, 2 Kontakte hinten raus und schon sind wir wieder da. Es wird schön. Piazza oben, den sehe ich. Den hätte ich gerne angeflankt. Oh, jetzt wäre ja immer noch die Chance da gewesen. Die stehen auch hier ganz schön tief. Antuna. Da wäre eine schöne Kombination möglich gewesen. Hätte ich den einen Gegenspieler nicht gehabt, hätte ich den Ball mal lang geschlagen. Aber er war halt leider da. Oh, Kostli, was hat der denn vor? Oh mein, jetzt muss man gucken in der Mitte. Ist wieder so ein 50-50-Ding und ich scheide mich leider wieder falsch. Das ist meistens halt immer so. Wenn ich nicht nach rechts gegangen wäre, dann wäre er halt durchgelaufen. Diese 50-50-Situation, da siehst du immer scheiße aus, auf Deutsch gesagt. Hier, guck, da hätte ich auch die Chance gehabt, entweder drauf zu gehen oder ihn zu decken. Und hätte ich ihn gedeckt, dann wäre er selber aufs Tor gegangen und hätte ihn wahrscheinlich reingemacht. Somit die Führung, ach nicht die Führung, der Ausgleich durch Pascal Testroth. Ist auch schon so eine Drittliga-Legende, ne? Der war auch schon überall. Der war bei Bielefeld, ich glaube bei Dresden hat er auch schon mal gespielt. Also das ist so ein Spieler, den kennt man, den hat man auf dem Schirm. Wenn man sich in der dritten Liga bewegt. Aber wir lassen uns davon gar nicht unterkriegen. Wir haben Ginczek unter anderem und wir haben Push the button. 59. Minute, der macht ein Spiel, ein Tor und schießt uns damit zum Aufstieg wahrscheinlich. Das ging jetzt auch wieder ein bisschen zu schnell. Hier hatte ich schon die Befürchtung, dass wir den verloren haben, aber Ginczek setzt nach, grätscht dazwischen und dann Push den Ball direkt ins Tor. Sein erstes Spiel, sein erstes Tor. Oder hat er am Anfang schon mal gespielt, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ich würde sagen, dass das sein allererstes Spiel ist. Und das Spiel in Ingolstadt wird er wahrscheinlich nicht so schnell vergessen, wenn es denn hier zum Aufstieg dann reicht am Ende. Da hat die Ingolstädter auch ein bisschen auf Krawall aus, grätschen. Und wir sind wieder vorne über Piazza. Ginczek vielleicht, der will auch nochmal. Ginczek, oh, was für eine Vorlage. Überleg mal, da wäre Fröde rangekommen, das wäre sehr, sehr schön gewesen. So, ja, Zenger, sehr schön, sehr aggressiv. Nein, das darfst du doch nicht abpfeifen. Ich dachte immer, die dritte Liga ist ein bisschen härter und die lassen auch viel durchgehen, aber da... Das hätte sie nicht abpfeifen brauchen. Wirklich nicht. Egal. Soll uns nicht interessieren, die Zeit läuft. 25 Minuten noch, dann sind wir weg aus Liga 3. Wir haben dann genug Punkte Vorsprung. Da
können wir auch die letzten Spiele dann gefühlt verlieren. Was ich natürlich aber nicht möchte. Ich möchte so viele Siege holen, wie es geht. 100 Tore müssen wir auch gleich mal gucken, ob das noch realistisch ist. Also wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. So, und Diekmeyer, der will auch noch mal. Diekmeyer und Funk. Und dann geht das auch ohne 2, 3 Stammspieler. Ne? Ich glaube, Reyes müssen wir ersetzen. Dann Linksverteidiger Arteaga mussten wir ersetzen. Gustafsson in der Mitte ist nicht da. Ja, aber mich wundert es, warum ist dann Angulo da? Dann ist er wahrscheinlich nicht für die Nationalelf nominiert worden. Huerta, guck, habe ich zum Beispiel auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Huerta, der müsste eigentlich auch spielen. Müsste ich dann auch nochmal aufstellen für die letzten Spiele. So, nächste Chance. Gute Kombination. Wieder Ginczek mit der Vorlage. Antuna. 2:4. Jetzt wird's deutlich. Aber auch, weil wir wieder diesen riesigen Raum haben. So viel Platz. Das kriegt es auch nur in der 3. Liga. Das ist Wahnsinn. Da siehst du mal der Unterschied, ey. Wie groß das ist. Wir müssen uns überhaupt nicht anstrengen. Da sind immer 3, 4 Meter Platz. Da würde ich als Trainer fuchsteufelswild werden von Ingolstadt, wenn ich diese Lücken sehe. Aber gut, was willst du machen? Wir werden aufsteigen. Ingolstadt wird es wahrscheinlich nicht. Die werden wahrscheinlich noch eine Saison in der 3. Liga hier verbringen. Und dann sehen wir uns vielleicht im DFB-Pokal wieder. Mal gucken. Aber Ingolstadt ist nochmal da, aber wir machen das jetzt hier. Diekmeyer. Da war eigentlich nicht durch. Genau, nochmal ein Eckball. Und dann läuft die Zeit für uns. 13 Minuten noch. 13 Minuten bis Liga 2. Und dann haben wir es geschafft in unserer letzten Saison. Wie gesagt, unter etwas besonderen Verhältnissen mit vielen freien Spielern, die ich dann aber auch im Endeffekt nicht verkaufen kann. Also das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, dass du viele gute freie Spieler hast. Ja, das ist das Gute. Aber das Schlechte ist dann, dass du die aus welchen Gründen auch immer nicht verkaufen kannst. Wenn die einen neuen Vertrag bekommen, dann müssen die auch eigentlich dann eine Ablösesumme bekommen. Ne? Also das verstehe ich dann nicht. Aber gut. Das muss ich auch nicht verstehen. Das ist mir vielleicht auch ein bisschen zu hoch. Und Fröde, Ginczek vorne. Ich weiß gar nicht, wie viele Vorlagen der hat. Der hat, glaube ich, ganz schön viele Vorlagen heute gemacht. Heißt also, ihm fehlt selber noch ein Tor. Da ist es. Ginczek macht die Hand voll. 5:2. Und der Propeller dreht sich in Richtung Aufstieg, in Richtung 2. Liga. Jetzt darf er auch selber mal treffen. Ich glaube, der hat 2 Vorlagen gemacht. Und wie gesagt, Daniel Ginczek, das war die beste Entscheidung, die ich gemacht habe wahrscheinlich, dass ich Ginczek als hängende Spitze beziehungsweise als Stürmer aufstelle. Quinones dann eine Position zurück. Wer hat denn da vorher gespielt? Ist die Frage, hat vorher da Huerta gespielt oder irgendwer anders? Ich glaube, irgendwer anders hat da gespielt. Bin mir aber nicht sicher, wer. So, nächste Chance. Push und natürlich wieder Daniel Ginczek. Jetzt geht's den Bach runter für Ingolstadt. 6:2. Und den Greedy hinterher von Ginczek. Das ist natürlich dann eine doppelte Bestrafung. Doppelt bitter. Jetzt schießen wir hier alles auseinander. Hier Ginczek aus 5, 6 Metern. Keine Gnade. Einfach oben reingesetzt in den Winkel. Aber freut mich für Ginczek. Ja, anfangs hatte ich den ja gar nicht auf dem Schirm. Aber ihr seht, der Spieler liefert. Wenn man ihm das Vertrauen schenkt, dann liefert er. Und bei uns hat er geliefert und wir sind aufgestiegen in Liga 2. Noch eine Minute. Da spielen wir jetzt hier eiskalt runter und dann dürfen die Feierlichkeiten gerne losgehen. Auf dem Platz wahrscheinlich schon. So, jetzt ist es vollbracht. Der Aufstieg ist perfekt. 6:2 Sieg in Ingolstadt. Gibt es hier schon irgendwelche Feierlichkeiten auf dem Platz? Ne, noch nicht. Die kommen dann wahrscheinlich am letzten Spieltag. Auf jeden Fall gibt es hier schon mal den Beifall für die Fans. Wir gucken uns die Tabelle gleich nochmal an, rechnen zur Sicherheit nochmal nach. Aber das sollte jetzt reichen für den Aufstieg in Liga 2. Ja, überragend. Auch weil Sandhausen bei Dresden gewonnen hat. Also, das macht es nochmal ein bisschen deutlicher. Dass wir mal zwischenzeitlich nur 7 oder 8 Punkte Vorsprung hatten. Ne, will mir gar nicht in den Kopf. 20 Punkte Vorsprung. Bei noch 7 ausstehenden Spielen. Das heißt, wir haben 21 Punkte Vorsprung. Aber auf Saarbrücken haben wir deren 22, das heißt rechnerisch sind wir also aufgestiegen. Wir haben es geschafft. Ziel ist erreicht. Was haben wir hier? Ach so, da kam die Nachricht rein, dass sie für die Länderspiele nicht zur Verfügung stehen.
Ja, genau. Gustafsson, Quinones, genau. Arteaga, Huerta, Reyes, die waren alle nicht da. Ist mir gar nicht aufgefallen. Und ich glaube, Koya Push, ey, der hat eine Statistik von einem Spieler und einem geschossenen Tor. Das ist ja sensationell. Also, wir haben es geschafft. Wir sind aufgestiegen. Jetzt spielen wir gegen Dresden und gegen Saarbrücken. Da gucke ich jetzt aber gerade noch mal auf den Kalender drauf, wie wir das machen. Ich glaube, die beiden, die werde ich spielen. Dresden und Saarbrücken, aber in einer Folge. Also wird die nächste Folge auch wieder ein bisschen länger. Dann würde ich den letzten Part so machen, dass ich 4 Spiele simuliere. Und das letzte Spiel dann nochmal spiele. Da kriegen wir dann zu Hause den Pokal wahrscheinlich überreicht. Das ist der Plan. Also, schaltet nochmal rein. Es sind jetzt die letzten Züge von der Duisburg-Karriere und von der EAFC 24-Karriere. Dann machen wir den Laden dicht und schlagen mit EAFC 25 dann ein neues Kapitel auf. Also, macht's gut. Wir sind aufgestiegen. Wir haben es geschafft. 75 Tore. Ich glaube, die 100-Tore-Marke, die ist noch zu knacken. Mal gucken, ob wir es schaffen. Macht's gut. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.